Die größten Herausforderungen beim Change-Prozess hinsichtlich zur Digitalisierung hin bei KSB sind tatsächlich die Mitarbeiter insofern mitzunehmen, dass die Veränderung, die in den Prozessen stattfindet, die eine große Veränderung ist, auch bei den Mitarbeitern ankommt und auch die Vorteile aus diesen Veränderungen rauskommen. Ich denke, da sind wir Menschen alle gleich. Irgendwo, wenn es um Veränderung geht, wird es erstmal schwierig, auch wenn der Erfolg trotzdem eigentlich von Anfang an sichtbar ist, braucht man eine gewisse Zeit, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Und ich denke, dass diese Mitnahme der Mitarbeiter bei KSB schon eine der großen Herausforderungen war und ist. An der Zusammenarbeit zwischen Staufen Neonex und KSB habe ich besonders geschätzt, dass die Staufen Neonex zum einen das Thema agiles Projektmanagement sehr konsequent bei uns eingebracht hat, was eine wirkliche Erfolgsstory ist. Zum anderen hat natürlich Staufen Neonex in Verbindung mit Staufen sehr viele Möglichkeiten, auch zu anderen Themen Experten zu finden und an der Hand zu haben, die das Qualifikationsfeld von Staufen Neonex ist hier wirklich breit aufgestellt. Und der beste oder der größte Effekt bei mir, der bei mir hängen geblieben ist an der Zusammenarbeit, war tatsächlich die Arbeit mit den Mitarbeitern, auch unten am Shopfloor. Also Staufen Neonex ist in meiner Wahrnehmung definitiv keine Firma, die oben am Wasserkopf arbeitet, sondern wirklich mit den Mitarbeitern bis zum Shopfloor sich austauscht, die Informationen holt und somit mit den kompletten Mitarbeitern zusammen die Verbesserungen einbringen kann. Das agile Projektmanagement ist für mich eigentlich der wesentliche Punkt, der die letzten 1,5 Jahre zur guten Gestaltung geführt hat. Denn das ist eine Methode, die bei KSB vorher auf jeden Fall nicht so auf dem Plan stand. Durch diese Methode, indem man quasi große, komplexe Themen in kleine Scheiben zerschneidet und Stück für Stück abarbeitet, sind wir sehr schnell vorangekommen bei der Umsetzung unserer Themen und gerade bei der Umsetzung der digitalen Fabrik. Wir haben unsere Pilotinsel, unsere Pilotmontagezelle im Werk in Pegnitz innerhalb von 8 Monaten vom Projektstart bis zum Go Live komplett umgestaltet nach Lean-Gesichtspunkten mit papierloser Fertigung, mit MES-Einführung, mit Einführung des One-Piece-Flows. Das wäre ohne diese agile Projektmethode nicht möglich gewesen.